Freunde, ich sag wie es ist. Ich habe noch nicht tiefer über die zweite Staffel nachdenken können, denn es ist gerade mal, weiß ich nicht, 30, maximal 45 Minuten später, seitdem ich die zweite Staffel beendet habe. Und was soll ich sagen? Ich will gleich die erste Folge der dritten Staffel gucken. Ich gucke mir nicht den Trailer an, das habe ich bei der zweiten Staffel auch nicht gemacht. Ich habe nicht mal den Trailer der ersten Staffel gesehen. Kurzes Recap der wichtigsten Fakten von, ich wollte schon Staffel 10 sagen, das ist Quatsch, von Folge 10 der zweiten Staffel. Was haben wir erfahren? Naja, ich würde mal sagen, die Highlights sind, die Apokalypse scheint eingetreten zu sein. Ellie ist sowohl die Tochter als auch die Mutter von Charlotte, denn sie hat was mit Noah angefangen. Wir wissen nicht, was mit Hannah in den 50er Jahren passiert ist. Sie ist nicht weiter vorgekommen. Klein Martha, die am Ende der ersten Staffel gezeigt wurde, scheint zumindest in der zweiten Staffel nicht sonderlich wichtig gewesen zu sein, denn eine andere Martha ist aufgetaucht in der 10. Folge, in der 8. Folge. Sorry, die zweite Staffel hatte nur 8 Folgen. Also eine andere Martha ist am Ende der 8. Folge aufgetaucht, nachdem Martha erschossen wurde von Adam. Und wie kann es sein, dass eine andere Martha aufgetaucht ist? Naja, ganz einfach. Es gibt mehr als eine Welt. Wie schon vermutet. Wie das jetzt weitergehen kann und ob Staffel 3 es hinbekommt, das gut aufzulösen, das erfahren wir jetzt. Und wie immer, viel Spaß. Na, wen sehen wir? Adam vielleicht? Nee. Wer ist der Kollege? Den haben wir den schon mal gesehen in der zweiten Staffel. Ich weiß nicht. Bartosz. Wohl möglich. Und das sieht alles ein bisschen verlassen aus. Ich vermute, wir sind gerade auf einer anderen Welt einfach. Ja, ich bin gespannt, was jetzt hier abgeht. Andere Menschen, nicht Magnussen und nicht Franzi. Andere Menschen. Aber alles der gleiche. Ist das alles vielleicht Bartosz? In ganz jung, in mittel und in alt. Bartosz ist kein Fan. Bartosz ist kein Fan. Und was fällt direkt auf? Dark ist mit einem umgedrehten D geschrieben, Freunde. Wobei ich mich frage, ist das doch schon mal passiert oder wie wurde Jonas sonst gerettet? Das erste Mal. Wer bist du? Wahrscheinlich ist in ihrer Welt Jonas gestorben. In diesem Knoten untrennbar miteinander verbunden. Es gibt nur eine weitere Welt und nicht mehrere Welten. Wie deine Welt. Und sie zischt jetzt einfach wieder ab. Ich mach das wieder gut. Das verspreche ich. Warte. Wohin gehst du? Freunde, ich finde es langsam ein bisschen kritisch, dass sie immer Geschehnisse geschehen lassen, die einfach erklärt werden, indem gesagt wird, ich mach's wieder gut, es soll so sein. Das auch noch in der 3. Staffel durchzuziehen. 4. November 2019. Ich mag den Stil dieser Zahlen. Ich mag den Stil dieser Zahlen. Weil dieser Stil weist darauf hin, dass wir uns dann auf der anderen Welt befinden. Schöner, kleiner Move. Und diesen Move übernehme ich in mein Thumbnails, Freunde. Ach, Freunde, ich mag aber den Twist. Ich mag diesen Twist. Was heißt Twist, ist nicht ganz richtig. Ich mag diese Spielereien mit der anderen Welt. Wenn sie es gut auflösen, ich weiß, das habe ich jetzt schon oft gesagt. Und ich hoffe einfach mal, dass sie das tun werden. Dann, da ist nämlich jetzt Ulrich und er begrüßt Hannah, weil er sich von Katharina nämlich getrennt hat für Hannah, sodass die beiden zusammengekommen sind, ganz normal eben. Wir wissen ja, dass Ulrich in der ersten Staffel aus dem Fenster geklettert ist und diesmal ist halt, ich glaube Franzi hieß sie, aus dem Fenster geklettert. Ist die Frage, ob es Jonas jetzt trotzdem gibt, bloß eben aus der Verbindung von Ulrich und Hannah und nicht von Hannah und Michael. Sie ist schwanger
habe ich mir, also es ist keine große Überraschung, sieht man schon meine Reaktion. Welches Kind entsteht denn aus dieser Verbindung, Jonas? Trotzdem die Frage, wie erklären Sie denn die anderen Welten? Die andere Welt, Singular. Hier ist ja Martha der Fokus. Das Thema der verschiedenen Welten gibt es ja nicht erst seit Dark. Erik ist trotzdem vermisst, siehst du? Das ist die parallele Geschichte zur ersten Welt. Und, ja klar, Jonas wurde ja gerade zu dem Zeitpunkt gebracht. Hat Martha ja eben erzählt, aber eben zur anderen Welt. Und ich glaube, die Sessel stehen auf der falschen Seite. Ist Kilian Jonas in dieser Welt. Hat eine andere Verletzung. Peter hat keinen Bart. Ja, sie haben immer ganz leichte Veränderungen, die verschiedenen Charaktere, sieht man schon. Sei es eine Haarfarbe, sei es ein Verhalten, sei es eine Beziehung. Er hat keine Verletzung. Der Nachbarn zu keinen weiteren Ermittlungsergebnissen geführt. Aber dafür fehlt ihm ein Arm. Was habt ihr irgendwelche Ideen? Ich sag ja, die kleinen Feinheiten. Die kleinen Feinheiten, die eben verändert werden können, aber nicht die großen. Betrügt Ulrich hier Hannah? Dann mit, weiß ich nicht, Katharina vielleicht. Die Szene hatten wir ja auch schon. Finde ich nett, finde ich schön, dass sie exakt Szenen wiederholen mit kleinen, ganz kleinen Veränderungen. Dann Neutron. Also eher so Neutronenmaterie. Und Bartosz ist der clevere Junge. Wenn so einem Stern, der dreimal so schwer ist wie die Sonne, das Licht ausgeht. Jonas ist am Start, aber niemand kennt ihn. Verändert er dadurch nicht auch wieder irgendwas in dieser Welt? Hat Ulrich was mit Charlotte vielleicht? Würde doch von der Haarfarbe passen. Würde auch Sinn machen, weil Peter dann keine Affäre hat, sondern Charlotte eben. Das hat sich halt früher ganz anders angehört. Auch geil, dass Ulrich aber in jeder Welt seine Frau betrügt. Was ein Charakter, was ein Charakter. Und die wurden ja schon mal erwischt, aber eben Ulrich und Hannah. Ich frage mich auch, wessen Kind ist dann hier Erikles. Ich weiß, er heißt nicht Erikles, aber wessen Sohn ist denn eben der Freund von Hannah? Erikles finde ich aber nicht schlecht. Nennen wir ihn Erikles für heute. Warum werden die beiden so oft gezeigt? Sind die denn so entscheidend? Bringt er ihn jetzt einfach eiskalt um, oder? Sieht ein bisschen manisch aus, der kleine Bartosz. Ich behaupte die ganze Zeit, dass es Bartosz ist. Hatte noch niemand gesagt. Aber Wenn du nicht verschwindest, rufe ich die Polizei. er isst den Apfel. Er ist also, oder er hat den Apfel in der Hand, das reicht schon. Er ist der Noah der Welt 2. Vielleicht verschwindet auch Martha einfach in den Höhlen. So oder so. Der in den Höhlen verschwindet, dem wird ja gezeigt, wie er verschwinden kann. Wobei Martha wird es nicht sein. Ich bin gespannt, wer zurückbleibt. Martha fällt um vielleicht. Und schwupp. Martha wechselt die Zeiten. Und Kilian ist der Adam dieser Welt. Klang gerade ein bisschen wie Pasel von Harry Potter.
Das ist sie, glaube ich, selber. Ja, das war klar. Ich glaube, er... Ach nee. Die haben sich doch komplett wiedergefunden, wie es scheint. Und Mikkel chillt zu Hause. Keiner ist gesprungen. Das ist alles. Wie sie alle in den Bunker rennen, weil sie glauben, die Welt geht unter. Vielleicht sehen sie da den Zeitriss oder so. Ja, ich glaube, Peter war ja eigentlich da, ne? Und hat dann Mats gesehen, wie er wiederkommt. Wer ist... Ja, das ist erneut Mats wahrscheinlich. Wie in der ersten Folge. Ist er tot? Offensichtlich. Ja, ich glaube schon. Kannst nicht direkt lesen, aber Mats Nielsen, 73, erklärt sich natürlich trotzdem noch nicht, warum Jonas da sein soll. Ist ja alles gut. Also nicht alles, aber zumindest ist Mikkel nicht gereist. Erklärt aber vielleicht, dass es nicht das ist, also dass nicht das Reisen von Mikkel der Auslöser ist. Finde ich ganz schön, Ohne dich. dass sie halt aufzeigen, Nicht das, was du wolltest. dass das nicht die Lösung ist. Und trotzdem ist diese Welt zu dem gleichen Schicksal verdammt wie deine. Und wegen mir. Schön, schön, erneut die Bestätigung, dass eigentlich alles nur zwischen Martha und Jonas hängt. 21. September 1888. So viel auch zu meiner Frage. Es muss doch noch ein vor 1921 gegeben haben. Anscheinend schon. Jonas war also die ganze Zeit 1800. Ich bin hier, um dir zu helfen, den Ursprung zu finden. Die eine Sache, die der Anfang für alles ist. In deiner Welt. Und in meiner. Finde ich schön, wenn Sie dieser Frage jetzt auf den Grund gehen. So, Freunde, das war sie schon, die erste Folge der 3. Staffel von Dark. Und ich muss sagen, ja, ich hege teilweise meinen Zweifel, dass sie das alles gut auflösen. Mit dem Ende der ersten Folge zeigen sie aber auf, dass sie den Ursprung finden wollen. Und in den ersten beiden Staffeln wurde ja vermutet, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dass der Ursprung der Zeitpunkt gewesen sein könnte, an dem Mikkel in der Zeit gereist ist, wodurch eben er zu Michael wurde und dann Jonas entstanden ist. Ich glaube, in Folge 6 oder 7 hat Jonas ja nicht verhindert, dass Mikkel reist, weil Claudia gesagt hat, nee, pass mal auf, das ist nicht die Lösung. So, Folge 1 der 3. Staffel beweist, das ist nicht die Lösung, weil Jonas existiert nicht, Mikkel ist nicht gereist. Die zweite Welt hat das gleiche Problem wie Welt 1. Man merkt schon, ganz leicht komplex. Ich mag diese zweite Welt, diese Idee davon. Ich mag diese leichten Abweichungen, aber nie zu viel. Er hat mal einen Bart, er hat eine andere Verletzung, Mikkel ist nicht gereist. Ja, Ulrich geht weiterhin fremd. Und Hannah ist schwanger. Ich weiß nicht, ist es entscheidend, welches Kind da rauskommt? Wir können es mal im Kopf behalten. Genauso wie wir Klein Martha im Kopf behalten, also die junge Dame in der ersten Staffel, die halt Jonas in der Zukunft begrüßt hat. Aber behalten Sie mal weit hinten im Kopf, denn wir haben jetzt ja Martha aus Welt 2. Gut, ansonsten, wer war denn der junge Mann, der dreimal da war und der so ein bisschen der Noah von Welt 2 ist, würde ich sagen. Irgendwie habe ich auf Bartosz getippt, ich weiß nicht genau warum. Wurde ja nie wirklich gesagt eigentlich. Gut. Und ansonsten, was noch passiert? Ja, 1888. Wir haben also nicht nur eine zweite Welt, sondern wir haben jetzt auch eigentlich eine 5. Zeitebene. Wir haben jetzt nämlich 1888, wir haben 1921, wir haben 1954, wir haben 1986 und 2019. Vielleicht habe ich mich jetzt hier und da
um das eine oder andere Jahr plus minus vertan, aber es sind trotzdem 5 Zeitebenen, obwohl ja nur 3 verbunden sind. Aber die Grundfrage ist ja, was ist der Ursprung? Und wenn das die 3. Staffel beantworten kann und damit erklärt wird, warum alles zusammenhängt und dann der Zyklus aufhört und das gut gemacht ist, dann bin ich zufrieden. Und damit würde ich sagen, wir beenden das hier an dieser Stelle, freuen uns auf morgen, auf die 2. Folge und wie immer an dieser Stelle abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Format gefallen hat. Ja, fiebert gerne nochmal mit mir mit, wenn ihr die 3. Staffel dann schon geguckt habt und davon gehe ich irgendwie aus. Und ja, was habe ich noch nicht gesagt? Genau, aktiviert gerne die Glocke, was man sonst noch so dieser Tage macht. Und dann wie immer, bis morgen.